Oh hey! Ja, ich bin ein wenig spät dran, aber hey, besser spät als nie, I guess. Reden wir doch mal heute über Doctor Who und seine Zukunft. Beziehungsweise die Ungewissheit seiner Zukunft und alles drum und dran. Meine Gedanken dazu, was dann nun etwa die News ist und vielleicht ein paar Spekulationen, aber so starkmäßig aber auch nicht spekulieren. Anyway, snackern wir doch nicht etwas zu lange rum und kommen wir doch mal zum Meat dieses Videos. Beginnen wir doch mal aber mit der News als solches. Vielleicht habt ihr davon schon mitbekommen oder was schon gehört. Wenn ihr etwa Interesse an Doctor Who habt, dann werdet ihr bestimmt etwa ein oder das andere Wort dazu gehört haben. Und selbst wenn ihr nicht etwa wirklich die großen Doctor Who Fans seid, Leute seid, die eventuell die Show mit David Tennant oder Matt Smith verlassen habt ihr vielleicht etwa das ein oder andere dazu gehört. Doctor Who wird in diesem Jahr nicht etwa zurückkehren. Und auch nicht etwa im nächsten Jahr. Am allerfrühesten eventuell 2028, aber dazu kommen wir noch. Die BBC, Bad Wolf und Russell T. Davies haben sich vor einer Weile zu Wort gefasst. Reden wir doch erstmal über die BBC und ihr Statement. Auf der Doctor Who Website haben sie etwa einen Artikel über die Zukunft von Doctor Who veröffentlicht. Und so wirklich viel erzählt es uns nicht, außer dass mal das Weihnachtsspecial, was mal für dieses Jahr eigentlich geplant hat, nicht mehr etwa machen wird und dass Doctor Who aktuell an Pitches herumsucht und dass die BBC immer noch sehr stark interessiert ist, die Show weiter fortzusetzen, aber fürs Erste einfach nur auf Pitches guckt und guckt, was eben ihnen gefällt. Welcher Produzent, welches Produktionshaus und Co. vielleicht einfach einen Pitch haben, wie Doctor Who in der Zukunft weitergehen könnte und das Ganze drum und dran. Man merkt, Doctor Who wird auf jeden Fall für eine Weile nicht mehr etwa auf unseren TV-Screens laufen. Man müsste mal sich ein wenig die Zeit nehmen und etwa herumschauen, wer denn nun was zu bieten hat. Auf der anderen Seite haben wir Russell T. Davies, der in einem Instagram-Post bekannt gegeben hat, dass erstens er nicht mehr involviert sein wird mit Doctor Who und Bad Wolf auch nicht. Das konnte man mal schon etwa im BBC-Artikel etwa sehen. Und was sehr interessant ist, er hat etwa bestätigt, dass es kein richtiges Skript für das Christmas Special für dieses Jahr gegeben hat. Was das heißt? Gute Frage. Anscheinend sieht das so aus, und ich betone, es sieht so aus, als hätte Russell T. Davies jemand bei der BBC eine Outline oder sowas gepitzt und die haben etwa einfach das geholt und gesagt, ja, wir werden ein Christmas Special machen, damit etwa die Sorge von vielen Fans und dem weiteren Publikum vielleicht ein wenig, fürs Erste zumindest ein wenig, auf die Seite geschoben wird. Denn nach dem Ende von The Reality War und dem Deal mit Disney und das ganze drum und dran, vermutlich wollte man einfach die Panik rund um Doctor Who und seine Zukunft für eine Weile etwa wegschieben. Seltsame Art und Weise etwa über ein eventuelles Weihnachtsspecial zu lügen, aber wer weiß dann nun genau, was nun die richtige Wahrheit ist. Eventuell war es nur eine Outline, die er hatte, hat er sogar ein ganzes Skript, aber ja, Doctor Who ist fürs Erste aus dem TV-Markt raus. Das heißt nicht, dass die Show gecancelt ist, ich kann verstehen, woher die Sorge kommt und ich bin auch sehr skeptisch, wann und ob die Show etwa als TV-Show zurückkehrt in der nächsten Zeit. Immerhin ist es so, dass die BBC sehr stark interessiert ist, es an eine andere Produktionsfirma zu geben, größtenteils mit der Produktion und so weiter und nicht etwa im Haus zu produzieren, aber wer weiß es schon. Doctor Who ist eine große Marke für die BBC und anders im Vergleich zu den 1980er Jahren gibt es etwa keine Leute in der BBC, die die Show unbedingt tot sehen wollen. Von daher bin ich für das Erste nicht etwa so besorgt, dass die Show niemals wieder auf unseren TV-Screen zurückkehren wird, aber ich bin skeptisch. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass man sich etwas Zeit nimmt und nicht etwas Neues so schnell herausrast und dann für eine lange Zeit nichts mehr kommt. Ich meine, es ist schon schade, dass wir das Weihnachtsspecial nicht bekommen haben, da dies eventuell viele der Dinge, die in RTD2 aufgebaut worden sind, ein Ende geben könnte. Ich meine, ich bezweifle es wirklich stark, wenn die Show zurückkehrt, dass wir Billy Piper als der Doktor haben oder irgendwas etwa mit dem Ende von The Reality War anfangen. Ich denke, wenn die Show zurückkehrt, wird das vermutlich etwa so ähnlich sein wie im Jahre 2005. Ein neuer Doktor, keine Regeneration, kein Übergang von Billy Piper, ob sie etwa der Doktor ist oder nicht. Und ja, ich weiß auch nicht. Zugegeben, ich war kein großer Fan von Russell T. Davies 2. Diese Ära hat so einige Probleme, aber dazu möchte ich etwa in einem separaten Video genauer ins Detail gehen. Von daher bin ich schon etwa ein bisschen froh, dass wir Russell T. Davies nicht mehr am Helm der Show haben. Vor allem da nach seinem Erfolg von seiner ersten Ära vielleicht nicht etwa so viele Leute ihm einfach Nein gesagt haben über ein paar sehr idiotische Ideen zugegeben. Aber ja, ich möchte darüber auch nicht zu lang ranten oder ramblen. Es ist auf jeden Fall gut, dass wir Russell nicht mehr auf den Chip von Doctor Who haben. Ja, wie gesagt, vermute ich am
allerfrühesten kam er mit einer neuen Season für TV Doctor Who im Jahre 2028, vielleicht 2029 oder sogar 2030, je nachdem wie lang der Prozess ist und wie viel Zeit man sich etwa nehmen müsste, erwarten. Und das ist auch blöd. Immerhin war Doctor Who etwa so lange ein Staple. Für 20 Jahre haben wir immer zumindest eine Episode in jedem Jahr bekommen, selbst wenn es keine ganze Season gab. Von daher ist es schon ein wenig seltsam, dass nach 20 Jahren diese Streak, dieser Rekord gebrochen wird. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich bin ein wenig ungewiss mit der Zukunft. Ich hoffe und ich denke zum aktuellen Standpunkt zumindest, dass die BBC wirklich etwa ihr Wort hält und nicht etwa einfach so das sagt und dann etwa Doctor Who wegsiebt, dass sie wirklich etwa committed sind, Doctor Who weiterzuführen. Aber ob das wirklich passieren wird, wer weiß das schon. Wir müssen da einfach abwarten und wenn wir nichts etwa bis 2028 hören, gegen Ende dieses Jahres, dann denke ich, dass die Zeit für Sorge oder Panik gerechtfertigt ist, aber für den aktuellen Standpunkt lassen wir uns einfach die Zeit und warten wir einfach ab. Ich hoffe, es wird kein Full-on-Reboot, dass wir mit einem neuen ersten Doktor starten. Ich meine, es könnte funktionieren, aber so wirklich interessiert an einem Full-on-Reboot bin ich von Doctor Who eher weniger nicht. Bis dahin aber möchte ich euch alle etwa erinnern, dass auch wenn die TV-Show nicht etwa gerade am Laufen ist, dass Doctor Who definitiv weit entfernt ist vom Tod. Denn ja, auch wenn das Potenzial für eine zweite Wilderness Years dasteht, wie gesagt, ich denke nicht, dass wir uns etwa so viel Sorgen bereiten sollen für die nächste Zeit und einfach abwarten sollen, aber man weiß mal halt eben nie. So doch hat die Wilderness Years auch gezeigt, wie stark etwa die Fans von Doctor Who an den Spirit glauben, mit Fanproduktion, mit Fanfilm und Co. Und auch wenn wir nicht das gleiche Klima haben wie in der Wilderness Years mit dann doch eher mehr bolderen Takes an Doctor Who, wo die BBC mehr oder weniger Versen und Big Finish so viel kreative Freiheit mit dem Ton, mit der Zielgruppe gegeben hat, erwarten können. So doch haben wir so einige andere Dinge an Doctor Who zu erwarten oder zu hoffen. Fans werden immer noch ihre Fanproduktion machen und genauso haben wir etwa auf der offiziellen Art und Weise immer noch Dinge zu freuen oder zu erwarten. Doctor Who Magazine hat kein Zeichen dafür, dass sie etwa in der nächsten Zeit stoppen. Titan hat immer noch die Lizenz an Doctor Who. Wir haben auch in diesem Jahr ein neues Multimedia-Event rund um den Fugitive Doctor gespielt von Sir Martin. Big Finish wird auf jeden Fall nicht etwa in der nächsten Zeit stoppen. Sie sind wirklich der große Clou für das Doctor Who Expanded Universe. Und wenn ich dieses Video release, ist bestimmt eine neue Big Finish Audio am selben Tag released worden. Also von daher müssen wir uns etwa keine Sorgen machen, dass wir keine neuen performten Doctor Who Stories kriegen. Ich weiß, es ist Audio, ich weiß, es ist ein Medium, was die meisten vielleicht eher weniger so interessiert sind, aber falls etwa Doctor Who hungrig seid, dann gibt definitiv Big Finish etwa einen Versuch. Vor allem für die Classic Doctors und mittlerweile auch für ein paar der New Who Doctors gibt es so einige geniale Stories, Arcs und Co. da zu finden. Aber hey, falls etwa eher mehr etwa ein Leser seid, dann könnt ihr bei den großen Back-Katalog von Doctor Who anschauen. Sei es nur die EDH mit den 8. Doktor, V&As, Past Doctor Adventures, Version Missing Adventures oder was weiß ich. Es gibt so einige Doctor Who Bücher, Short Stories und Co. aus den Jahren zu finden. Es ist eine ungewisse Zeit, aber ich, für meinen Teil zumindest, hoffe einfach auf das Beste. Wie gesagt, wer weiß schon, was etwa in der Zukunft passieren wird und vermutlich werde ich meinen Ton etwa verändern, falls wir nichts Konkretes etwa hören in der nächsten Zeit, in den nächsten 2 Jahren oder so. Aber fürs Erste, ich bin gespannt drauf, was eine neue TV-Ära von Doctor Who bringen kann. Und ich habe wirklich etwa die Hoffnungen, dass man sich etwa die Kritikpunkte aus den letzten Jahren zum Herzen nimmt und einen neuen, freshen, interessanten Doctor Who auf unseren TV-Screen zurückbringen wird. Doch nun, wie steht ihr zu der News? Denkt ihr, das ganze Drum und Dran ist ein ganz großes Chaos, ein unnötiges Chaos? Schreibt doch all eure Gedanken dazu in den Kommentaren. Und schreibt doch auch gerne in die Kommentare, wie angenervt ihr seid von diesen ganzen Clickbait-Titeln, die gesagt haben, dass Doctor Who gecancelt ist. Dabei ist nur das Weihnachtsspecial, was nicht wirklich eine richtige Sache ist, anscheinend gecancelt. I don't know. Für mich war dieser ganze Clickbait-Wahn rund um Doctor Who gecancelt richtig nervig und einer der Gründe, warum ich etwa dieses Video dann doch gemacht habe. Aber hey, ich werde auf jeden Fall nicht etwa aufhören mit den Doctor Who Videos, auch wenn sie mittlerweile sehr sporadic sind. Aber das war auch alles, was ich dazu sagen wollte. Wir sehen uns. Bis dann, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Euer Random oder Senig. Bye bye.